Ich glaube nicht, dass ich Arno helfen kann. Dieser Kramer ist ein ziemlich scharfer Hund. Ich will ihn nicht auf Ideen bringen. Am Schluss bin ich noch selber dran. Wenn du wieder mit mir zusammen sein willst, musst du erst ein paar Dinge in deinem Leben ändern. Erstens, du wirst diese Eva nie wiedersehen. Und zweitens, ab heute ist Schluss mit diesem Prinzenquatsch. Ich dachte, ihr wärt wieder so gut wie zusammen. Das denkt Uli. Aber das Ganze ist ein riesengroßes Missverständnis. Und warum hast du ihm das nicht gesagt? Ich hatte Schiss, dass er wieder versucht, sich was anzutun, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Zwischen Uli und mir ist es definitiv aus. Hast du das auch gehört? Uli, warte doch mal. Du kannst mich mal! Uli! Hi, Charlie. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Du hast Besuch? Sozusagen, das ist Herr Kunz. Er bedient die Abhöranlage. Dann erwartet ihr noch einen Anruf der Entführer. Solange Clarissa noch nicht frei ist. Aber man hat Arno doch verhaftet. Ja, aber die Polizei glaubt offenbar selbst nicht mehr daran, dass er es war. Zumindest nicht allein. Jetzt warten wir darauf, dass seine Komplizen Ort und Zeit der nächsten Lösegeldübergabe durchgeben. Die lassen bestimmt nicht lange auf sich warten. Deswegen sollten wir beide auch so schnell wie möglich einen Termin festlegen. Wofür? Für den Verkauf von Linie Clarisse. Du wolltest doch 10 Millionen für das Lösegeld. Ja, als Darlehen. Und wenn du mir stattdessen Linie Clarisse verkaufst? Für 40 Millionen? 40? Ich brauche aber nur 10. Nein, es wäre mir lieber, wenn du mir das Geld einfach leihst. Okay. Dafür musst du mir aber einen Teil der Firma überschreiben. Naja, als Sicherheit wenigstens 50%. Die Hälfte von Linie Clarisse für 10 Millionen? Ist das nicht ein bisschen happig? Charlie, ich will dir nur helfen. Aber wenn du das Geld anderweitig genauso schnell kriegst, bitte. Ich denke drüber nach, okay? Und wie lange? Bis die Entführer sich wieder melden. Vielleicht lassen sie es ja auch. Wie, sie hält dich für einen Heiratsschwindler? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß, es klingt absurd, aber sie kann einfach nicht glauben, dass ich ein Prinz bin. Sie denkt, ich habe mich als Prinz ausgegeben, um mich bei Eva wichtig zu machen. Ja, mein Gott, was hast du ihr denn bitte gesagt? Ich meine, um sie zu überzeugen, dass du ein Prinz bist. Nichts. Nichts? Meinst du nicht, sie sollte langsam die Wahrheit erfahren? Sonst wird doch alles nur noch schlimmer. Ich weiß nicht. Jetzt denkt sie, ich war nur wegen des Geldes verlobt. Was aber, wenn sie erfährt, dass Eva und ich schon lange füreinander bestimmt sind? Ja, das ist nun mal die Wahrheit. Ja. Alexander, wann willst du es ihr sagen? Irgendwann, wenn es besser passt. Und wann soll das bitte sein? Das weiß ich leider nicht. Aber jetzt geht's jedenfalls nicht. Meinst du denn nicht, sie wird dich doch verstehen? Ich meine, die Frau liebt dich so sehr, dass sie dir sogar einen Heiratsschwindler verzeiht. Kann sein. Ja, bestimmt sogar. Du musst es ihr nur jetzt sagen. Je länger du es hinauszögerst... Ich werde noch warten. Und zwar so lange, wie ich es für richtig halte. Er hat bestimmt alles gehört. Was musste mir Nick auch von Ulis Selbstmordversuch erzählen? Tja, eigentlich sollte es auch für sich behalten. Ja, das hätte er auch mal besser getan. Dann hätte ich mich nicht davon verrückt machen lassen. Jetzt hat Uli sich bestimmt wieder falsche Hoffnung gemacht. Sag mal, ob er wieder versuchen wird, sich was anzutun? Ich weiß es nicht. Eigentlich hat er sich schon wieder ganz gut gefangen. Aber sowas haut natürlich voll rein. Dann gehe ich am besten direkt zu ihm und rede noch mal mit ihm. Und was willst du ihm dann sagen? Ja, was? Dass er dir leid tut? Ja. Vielleicht lässt du es doch besser. Aber irgendjemand muss sich doch um ihn kümmern. Ich mach das schon. Soll ich nicht doch besser mitkommen? Nee, lass mal. Ich krieg das alleine hin. Ich versuch's jedenfalls. Ciao. Ciao.
Danke. Ich kapier's immer noch nicht. Wieso kannst du Jessica nicht jetzt die Wahrheit sagen? Weil ich erst für mich selbst wissen muss, wo es lang geht, bevor ich mit ihr sprechen kann. Wieso? Ich denke, du hast dich für sie entschieden. Ja, schon. Aber? Es steht so viel auf dem Spiel. Die Firma meines Vaters, der Unterhalt für das Waisenhaus. Dafür fühle ich mich verantwortlich. Und naja, Eva, die ist mir auch nicht egal. Ach. Ja, sie hat ganz anders reagiert, als ich erwartet hatte. Sie war sehr ruhig und gelassen. Sie liebt mich wirklich. Und sie ist auch sehr wichtig für mich. Wir kennen uns schon von Kindesbeinen an. Wir wollten schon heiraten, als wir noch im Sandkasten gespielt haben. Ach komm, du traust dich doch nur nicht, Jessica die Wahrheit zu sagen. Ich werde mit ihr reden, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Aber nicht, weil sie zufällig auf diese Anzeige gestoßen ist. Ich bin aber noch nicht so weit. Und wann bist du so weit? Je länger du wartest, desto... Ich muss erst wissen, was ich will. Wenn ich ihr sage, wer ich bin, was los ist, worum es geht, dann weiß ich einfach nicht, wie sie reagiert. Sie wird dich verstehen. Ich fürchte nur zu gut. Sie wird wollen, dass ich mich für Eva entscheide. Für die Arbeiter, für das Waisenhaus. Ja, vielleicht. Nicht vielleicht. Ganz bestimmt sogar. So, und jetzt hörst du mal gut zu. Wenn du glaubst, uns hier mit billigen Tricks abspeisen zu können, dann hast du dich geschnitten. Wir lassen uns nicht verarschen, verstanden? Aber ich hab doch nichts gemacht. gemacht. Du arbeitest mit der Polizei zusammen. Meinst du, wir merken das nicht? Ich kann nichts dafür. Ich bin nicht zur Polizei gegangen. Ich weiß. Sonst hätten wir dich schon längst kalt gemacht. Nein, bitte nicht. Du besorgst jetzt die 10 Millionen. Ich besorge das Geld. Das will ich dir auch geraten haben. Weißt du, was wir sonst mit dir machen? Nein! Nein! Wir bügeln dir die Falten aus deinem Gesicht. Ich glaube nicht, dass dir das gut bekommen würde. Gut, ich besorge das Geld. Aber unter einer Bedingung. Oh, eine Bedingung. Wir hätten es, gnädige Frau, denn gern. Ich möchte... Schätzchen, die Bedingung stellen wir. Ich möchte ein Lebenszeichen von Clarissa. Verdammt nochmal! Okay. Okay. Weil du so ein braves Mädchen bist. Clarissa! Oh mein Gott, endlich. Wie geht es dir? Ja, aber wo haben sie dich denn Das reicht, das ist doch kein Quiz hier. So, du hast gehört, was deine Freundin gesagt hat. Du tust, was wir sagen. Wo soll ich das Geld hinbringen? In die Kampfstraße am Verschiebebahnhof. Da steht ein Müllcontainer auf der rechten Seite. Da schmeißt du den Koffer rein. Gebrauchte Tausender und nicht durchgehend nummeriert. Und wann? Heute Abend 19 Uhr. Und keine Bullen. Sonst müssen wir dich kalt machen und das wäre doch sehr schade. Oder? Und vergiss nicht, keine Bullen! Mensch, Uli, da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. Es tut mir leid, Uli. Wirklich. Lass mich in Ruhe. Verräterin. Ich weiß, ich sollte es keinem erzählen, aber... Warum hast du es dann getan? Und ausgerechnet Bastiane. Ich hab's Bastiane nicht erzählt. Das war Nick. Ach, der weiß auch schon davon. Na super.
Ich musste es ihm einfach erzählen, sonst hätte er es doch nicht verstanden, warum wir so viel zusammen machen. Er war schon richtig eifersüchtig auf dich. Klar. Und dann musstest du ihm natürlich gleich erzählen, was mit dem armen Uli los ist. Dir kann man wirklich vertrauen. Tut mir leid. Dir tut es leid? Das glaube ich dir nicht. Du bist doch die, der ich das Ganze zu verdanken habe. Du hast das doch alles mit Bastian und Gerd eingefädelt. Nur um uns auseinanderzubringen. Nur weil du diese blöde Rolle nicht bekommen hast. Mensch, Uli, das tut mir doch auch leid, aber... Kein Aber. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Kunz, bitte ein Glas Wasser für Frau Schneider. Tun Sie einen Schuss Wodka rein. So, jetzt erzählen Sie uns doch mal, was passiert ist. Nichts. Gar nichts. Und das soll ich Ihnen glauben. Auf jeden Fall. So, bitte. Ich bin gestürzt. Einfach so. Ja, denken Sie mal an. Nicht, weil Sie zufällig ein Zusammentreffen mit den Entführern hatten und plötzlich davonlaufen mussten? Unsinn. Kunz, irgendwelche Anrufe? Nein, Chef, alles ruhig im Moment. Na, sehen Sie? Ich sehe gar nichts. Ich habe nur den Eindruck, dass Sie etwas aus dem Gleis sind. Doch, Sie sehen Gespenster, Herr Kommissar. Warum erzählen Sie uns nicht, was passiert ist, Frau Schneider? Ich bin ausgerutscht. Sowas kommt vor. Schon gut. Wenn Sie meinen, dass Sie es unbedingt für sich behalten müssen? Herr Kommissar, ich würde mich jetzt gerne ausruhen. Gibt es noch irgendetwas? Ja, ich wollte mit Ihnen über die bevorstehende Lösegeldübergabe sprechen. Genau genommen wollte ich eigentlich nur von meinem Kollegen wissen, ob sich die Entführer bereits gemeldet haben. Aber da das nicht der Fall ist, da kann ich Sie ja jetzt alleine lassen. Wir sehen uns noch, Frau Schneider. Bin gespannt, ob Alexander schon was gefunden hat. Vielleicht hat er schon eine Bewerbung abgeschickt. Aber Jessica, erstmal muss doch was für ihn dabei sein. Ach, bestimmt. Die Zeitung ist voller Stellenanzeigen. Und du meinst, er sucht ernsthaft? Ja, sicher. Ja, hoffentlich wirst du nicht enttäuscht. Bestimmt nicht. Wenn man einen gewissen Lebensstil gewöhnt ist, dann fällt es sehr schwer, darauf zu verzichten. Wer sagt denn, dass er auf alles verzichten soll? Er findet bestimmt eine gute Arbeit. Er ist doch intelligent und hat eine gute Ausbildung. Ja, wenn er die wirklich hat. Warum denn nicht? Na, er hat ja vorher auch schon ein bisschen geschwindelt. Ach, Oma. Bloß weil er versucht hat, an das Geld dieser Gräfin zu kommen, muss er doch nicht gleich ein Hochstapler sein. Jessica, wie würdest du das denn nennen? Ist ein Heiratsschwindler kein Hochstapler? Kind. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schneider. Herr Jeschke. Schön, dass du gekommen bist. Ich hatte schon Angst, du überlegst es dir anders mit dem Verkauf. Nein, aber ich musste schon noch mal drüber nachdenken. Klar. Du wirst sehen, das ist die beste Lösung für dich. Ein Darlehen wäre mir nach wie vor lieber. Ich gebe dir 50% von Linie Clarisse als Sicherheit. Jetzt willst du nicht verkaufen? Nein, Linie Clarisse, das ist Clarissas Leben. Es würde ihr das Herz brechen, wenn ich verkaufe. Und es wird ihr den Hals brechen, wenn du nicht verkaufst. Oder brauchst du das Geld jetzt nicht mehr? Doch, aber es wäre mir lieber, wenn du es mir einfach nur leihst. Ach, Charlie. Wieso sich mit Halbheiten abgeben? Ein Verkauf ist eine glatte, saubere Lösung. Meine Damen, wie wär's, wenn wir einen Kompromiss suchen? Ihnen behagt der Verkauf von Linie Clarisse nicht. Das kann ich verstehen, da dies auch bestimmt nicht im Interesse meiner Mandantin ist. Andererseits brauchen wir das Geld, um Frau von Anstetten freizukaufen. Deshalb müssen wir eine Lösung finden. Ja, verkauf mir Linie Clarisse. Ja, aber nur zur Hälfte. Für 20 Millionen. Dann haben wir das Lösegeld und Clarissa von Anstetten behält immerhin die Hälfte ihres Unternehmens. Also ich weiß nicht. Die ganze Firma wäre mir lieber. Du hast gesagt, dass du auch mit der Hälfte zufrieden wärst. Bitte, meine Damen, wir müssen zu einem Kompromiss kommen. Also, stimmen Sie dieser Lösung zu. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Was sagst du?
Da ist er ja. Bestellst du schon mal was? Ich probiere noch mal mit ihm zu reden. Viel Glück. Hallo, Uli. Du schon wieder. Darf ich mich einen Moment setzen? Okay, ich verstehe, dass du sauer warst. Aber meinst du nicht, wir können uns jetzt langsam mal wieder vertragen? Nein. Ach, Uli, jetzt sei doch nicht so stur. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Was hättest du denn bitte schön gemacht, wenn du mich gerade noch davor bewahrt hättest, von der Brücke zu springen? Würdest du dir dann keine Sorgen machen? Darum geht's doch gar nicht. Du hast es Nick erzählt, deshalb bin ich sauer. Aber er sollte doch nur verstehen, warum ich mich so um dich kümmere. Er war schon richtig eifersüchtig. Du wiederholst dich. Außerdem hat's mal ganz gut getan, mit jemandem darüber zu reden. Ich meine, ich habe das die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Das war ganz schön schwer für mich. Es hat mich tierisch belastet. Verstehst du das nicht? Trotzdem. Ich wollte nicht, dass du das überall rumquatschst. Aber ich hab's doch nur Nick gesagt. Und der ist immerhin dein Bruder. Kann ich denn ahnen, dass er es gleich Bastiane weitererzählt? Du hättest es dir denken müssen. Okay, hab ich aber nicht. Es tut mir leid. Uli, kannst du mir echt nicht verzeihen? Naja, ich bin halt ein bisschen allergisch, wenn es um sowas geht. Gerade bei dir. Aber es tut mir leid. Echt. Okay. Dann akzeptierst du meine Entschuldigung? Ja. Immerhin hat's ja was Gutes, dass Bastiane es erfahren hat. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bei ihr bin. Sag mal, Jessica, wie weit reicht dein Verständnis für diesen Kerl eigentlich noch? Wann kapierst du denn endlich, was das für einer ist? Also, Walter. Mutter, bitte halt dich da raus. Du hast sie lange genug in Schutz genommen und du siehst, was dabei rauskommt. Was soll das heißen, Walter? Jessica bringt uns Kriminelle ins Haus. Alexander ist nicht kriminell. Er hat vielleicht einen Fehler gemacht, aber eigentlich ist er ein ehrlicher Mensch. Ach so. Dann ist das für dich ein Kavaliersdelikt. Es tut mir leid, ich sehe das ganz anders. Papa, Alexander hat es nur einmal gemacht. Das war ein Ausrutscher. Wer gibt dir denn die Garantie, dass er es nicht wieder macht? Das ist doch eine lukrative Angelegenheit. Er wird sein Leben ändern. Er sucht sich jetzt einen Job. Hat er das gesagt? Er studiert gerade die Stellenanzeigen. Wer es glaubt, wird selig. Er wird die Todesanzeigen studieren. Auf der Suche nach einer reichen Witwe. Hör auf, so zu reden! Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie er dabei vorgeht? Also, Walter. Es ist doch nicht mit dem Griff in die Geldbörse dieser Frauen getan. Was heißt diese Frau N? Das geht doch monatelang. Da muss er sich mit irgendwelchen Tricks in ihr Vertrauen einschleichen. Und das nicht nur beim Kaffee trinken. Jetzt hör mir mal gut zu. Alexander hat es nur bei einer Frau versucht. Das sagt er. Und außerdem, das kann dir doch egal sein, was er mit dieser Frau gemacht hat. Jessica Engelchen, er hat dich betrogen. Was meinst du, hat er mit dieser Frau im Hotel gemacht? Das geht dich überhaupt nichts an. Ich mach mir Sorgen um dich. Ich will dich vor einer Enttäuschung bewahren. Ich tue aber, was ich für richtig halte. Deine Meinung interessiert mich nicht. Danke. Danke. Ja, dann kann ich ja gehen. Nachdem Sie sich jetzt doch in der Mitte getroffen haben. Meine Damen. Wiedersehen, Herr Jeschke. Und vielen Dank. Ja, dann komme ich mal meiner Pflicht als Käufer nach und bezahle. Bitte sehr, 10 Millionen. Oh. Den Rest überweise ich dir später. Das sind ja Tausender. Naja, wären dir 10er lieber gewesen? Nein, nein, Tausender sind optimal. Sind die durchgehend nummeriert? Nein. Wunderbar. Müssen sich jetzt nur noch die Entführer melden. Ja, wollen wir es hoffen. Walter. Wenn ich nur wüsste, wie ich diesen Kerl von Jessica loseisen könnte. Hast du nichts anderes mehr im Kopf? Ja, wie denn? Gibt's noch ein anderes Thema? Na bitte. Ich kann ja so tun, als wäre nichts passiert. Also, Walter, sei doch nicht so ein Kindskopf. Ich sehe fern, das ist alles. Du kannst Jessica nicht dein ganzes Leben an der Hand führen. Sie muss ihren Weg allein finden. Ja, irgendwann hast du auch nicht mehr auf mich gehört.
Damit musste ich auch weiterleben. Ich will Sie doch bloß vor unnötigen Fehlern bewahren. Aus Fehlern lernt man. Auch wenn sie wehtun. Ja, und deshalb soll ich Sie in Ihr Unglück rennen lassen? Ja, wenn sie es nicht anders will. Ich bin Ihr Vater. Ich kann das nicht mit ansehen, wie dieser Kerl Ihr Vertrauen missbraucht. Und er wird Sie wieder enttäuscht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn sie recht hat? Du, die kennt ihn besser als wir. Vielleicht ändert er sich wirklich. Das glaubst du doch selbst nicht. Hi. Hallo, Uli. Hast du Hunger? Soll ich dir schnell was warm machen, ja? Nee, lass mal. Ich habe keinen Hunger. Was hatte der nun wieder? Ja, was weiß ich. Hallo Bastiane. Ich schreibe dir diesen Brief, weil ich total von dir enttäuscht bin. Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Dir war Ehrlichkeit doch immer so wichtig. Mir hast du vorgeworfen, dass ich dir nicht gleich gesagt habe, dass ich mit Lena geschlafen habe. Das fandst du schlimmer als alles andere. Und jetzt gehst du hin und tust so, als ob wir wieder Freunde wären. Das finde ich wirklich gemein. Aber wenigstens habe ich es noch rechtzeitig mitgekriegt. Jetzt weiß ich, dass ich von dir nicht mehr zu erwarten habe als Mitleid. Und darauf kann ich gut verzichten. Genauso wie auf dich. Guten Abend, Frau Schneider. Wir warten nicht zufällig auf die gleiche Person?